Ich bin dreifache Mutter und davon lebt ein Kind bei mir. Die anderen beiden sind schon etwas älter, Teenager, die nach der Trennung von meinem Ex-Mann auch bei ihm aufgewachsen sind, was mir sozusagen den Beinamen Rabenmutter eingehandelt hat. Ich bin jetzt Jahre später nochmal schwanger geworden und bin jetzt Mutter eines 3-jährigen Kindes. Mit meiner älteren Tochter habe ich so, ich nenne es liebevoll On-Off-Kontakt. Sie kennt ihren Bruder und zu meinem Mittleren habe ich gar keinen Kontakt. Eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, ich kriege noch mal ein Kind mit jemandem, die, glaube ich, hätte ich mir nicht zugetraut. Also da war schon diese eigene Schuld irgendwie und das Gefühl, dass man das nicht zu Ende gebracht hat. Es gab definitiv Situationen, wo mich Leute für mich wie ein Monster angesehen haben. Dass ich es gewagt habe, meine beiden Kinder nicht bei mir zu behalten. Frauen, die dann auch sehr stark dann in der Verurteilung sind Frauen, die in mir das sehen, was sie selbst nicht zugestehen können. Dass sie nämlich manchmal ihre Kinder nicht lieben, dass sie manchmal lieber woanders wären. Aber aufgrund dieser überfüllenden Mutterliebe, die sie ja angeblich haben müssen, gleich mit Schwangerschaft, muss man per se ja sein ganzes Leben hinter sich lassen und die volle Erfüllung im Kinderkriegen finden. Bei mir gab es auf alle Fälle den Moment, wo es mir recht wichtig war, dass man auch Mütter, die ohne ihre Kinder leben, sichtbar macht. Ich wollte damals einen Verein gründen, den ich Rabenmütter genannt hätte. Auf die Frage, ob bei den Leuten, die in der Umfrage teilgenommen haben, ob sie eine Rabenmutter kennen, haben 36 mit Ja geantwortet, von irgendwie 120 Leuten. 36. Ich finde das nicht wenig. Ich habe enorm viele Schriften bekommen von Frauen, die Hilfe von mir gewollt haben, die sozusagen mir ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben haben. Der Verein ist nicht zum Tragen gekommen, mir aufgefallen, wie wichtig es für die Frauen ist, eben nicht stark nach außen zu treten und zu sagen, ich lebe ohne meine Kinder, das ist so, sondern dass eher Blogs geschrieben werden, die sehr persönlich sind, die sehr emotional sind, die alles auf diesem Leid aufgebaut sind. Ich habe auch viele Jahre lang gehabt, wo es mir nicht gut ging ohne meine Kinder, wo ich auch viel in der Vergangenheit gelebt habe. Aber mir ist es eigentlich immer wieder wichtig zu zeigen, dass man trotz allem sich nach vorne richten muss. So, keinem Vater wird es so schwer gemacht, seine Kinder zu verlassen. Ganz im Gegenteil, da wird so darauf geachtet, dass der Kontakt bestehen bleibt. Genauso müssen wir akzeptieren, dass es Frauen gibt, die eventuell dann nicht diejenigen sind, die die Kinder nach einer Trennung bei sich haben. Ich für meinen Teil habe einfach viele bunte andere Geschichten über Familie gesammelt, gehört, wahrgenommen, wodurch ich diese ganzen Beleidigungen mir gegenüber verarbeiten konnte, weil ich mir immer wieder sagen konnte, es hat wenig damit zu tun, was ich als einzelne Person gemacht habe, es hat noch weniger damit zu tun, wie ich als Mutter bin, aber es hat ganz viel damit zu tun, dass ich an einer gesellschaftlichen Norm gerüttelt habe.